Schau mal, Kumpel, die Sache geht tiefer, als du denkst. Während manche Leute sich immer noch darüber die Köpfe einschlagen, ob der Klimawandel nun echt ist oder nicht, haben die Märkte die Diskussion längst beendet. Die machen nämlich schon Kasse. Versicherungen streichen ganze Postleitzahlen von der Landkarte, Hedgefonds kaufen Wasserrechte, als wäre es Gold. Und die Energieriesen, die tun heute so, als wären sie die großen Retter. Dabei waren sie es, die den Laden gestern erst dreckig gemacht haben. Und die Regierungen? Die bekämpfen das Klima nicht nur, sie machen Geschäfte damit. Irgendjemand hat diesen Sweet Spot zwischen Panik und Politik entdeckt. Das hier ist nicht nur eine Krise, es ist die größte Geschäftsmöglichkeit dieses Jahrhunderts. Ein Kuchen, bei dem es um Billionen geht. Energie, der Treibstoff und das Ende von Imperien. Eigentlich ist die Geschichte altbekannt. Seit 2 Jahrhunderten wird die Macht von Imperien dadurch bestimmt, was sie verbrennen. Großbritannien feierte seinen Aufstieg mit Kohle, Amerika beherrschte die Welt mit Öl. Aber sobald der Treibstoff ausging oder zu teuer wurde, kam der Absturz. Wenn heute also jemand sagt, die Klimakrise wird die Wirtschaft verändern, dann wundere dich nicht, das ist längst passiert. Der Unterschied ist nur, dieses Mal ist die Krise selbst das Produkt. Stürme, Rauch, Ängste, das sind heute alles Vermögenswerte, die an der Börse gehandelt werden. Sogar die Wissenschaftler von Exxon haben schon in den 50ern genau das vorhergesagt, was wir heute erleben. Aber mal ehrlich, wenn dein Produkt die Welt aufheizt, wem erzählst du das? Natürlich haben sie es unter den Teppich gekehrt, denn Angst verdirbt das Geschäft. Jedenfalls so lange, bis man lernt, auch die Angst zu verpacken und zu verkaufen. Wir haben die Verschmutzung nicht gestoppt, nur etikettiert 1997 wollten die Regierungen mit dem Kyoto-Protokoll den Dreck endlich bepreisen. Und was ist passiert? Statt die Verschmutzung zu beenden, haben wir eine Börse dafür gebaut. CO2-Zertifikate. Das Prinzip ist simpel. Du sagst einfach, ich verpeste zwar die Luft, aber schau mal, ich habe in Brasilien Bäume pflanzen lassen oder zumindest so getan. Also sind wir quitt. Das Ganze hat die Atmosphäre eines Casinos. Heute werden auf diesem Markt über $1 Billion bewegt. Aber wenn man genau hinsieht, ist es oft nur ein Finanzkreislauf, der auf eingebildeten Wäldern basiert. Kurz gesagt, wir haben den Dreck nicht gestoppt. Wir haben ihn nur als Kosten der Geschäftstätigkeit verbucht. Der neue Goldrausch, grün, aber zu einem hohen Preis. Dann kam die Technologie ins Spiel. Tesla wurde zum wertvollsten Autokonzern der Welt. Warum? Weil sie mehr Autos verkauft haben. Nein, weil sie den Traum von einer sauberen Zukunft verkauft haben. Aber woher kommen das Lithium und das Kobalt für die Batterien? Wieder aus den alten Minen, wieder durch Ausbeutung, wieder eine schmutzige Angelegenheit. Nur steht jetzt grün auf dem Türschild. Und in diesem neuen Rennen hat China den Schlüssel zur Lieferkette eingesteckt. Während der Westen Paneele montiert, hält China die Rohstoffe dafür in der Hand. Früher hatte derjenige die Macht, der das Öl besaß, heute ist derjenige König, der die Mineralien kontrolliert. Mit der Katastrophe Geld verdienen? Ja, auch das gibt es. Versicherungen haben keine Angst mehr vor Katastrophen, sie versilbern sie. Sie haben sogenannte Katastrophenanleihen, Cat Bonds, erfunden. Investoren wetten darauf, ob dieses Jahr ein Hurrikan kommt oder nicht. Je schlimmer das Klima wird, desto mehr wächst dieser Markt. Die Tragödie der einen taucht in der Bilanz der anderen als Rendite auf, der Kern der Sache. Am Ende läuft es auf eines hinaus. Der Kapitalismus lässt keine Krise ungenutzt. Er nimmt sie, verpackt sie hübsch und verkauft sie dir als Lösung wieder zurück.
Während die Reichen sich Bunker in Neuseeland kaufen und das Überleben als Premium-Service buchen, trifft es den Hausbesitzer in Miami oder den ganz normalen Typen, der mit explodierenden Lebensmittelpreisen kämpft. Der Markt glaubt nicht an den Klimawandel, er ist auf ihn angewiesen. Denn es gibt nur eines, das stärker ist als die Angst vor dem Kollaps: das Versprechen, dir den Schutz davor zu verkaufen. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.